Praxisforums. Wir wollen uns heute mit ich mache mal herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Praxisforums. Wir wollen uns ja heute mit der dynamischen Lebensmittelbeschaffung weiter beschäftigen und jetzt in diesem Event mit der Beschaffung und was das für die Produktion und die Verarbeitung bedeutet. Da eben im Zoom-Raum und auch hier im Raum sind noch einige von den vorherigen Veranstaltungen geblieben. Ganz herzlich willkommen heißen im Rahmen des Bezirksdialogs für eine starke Region Steglitz-Zehlendorf. Wir werden gefördert vom Bezirksamt für Umwelt- und Naturschutz, dem Stadtrat Urban Eikal. Vielen Dank an der Stelle dafür. Zur dynamischen Lebensmittelbeschaffung haben wir uns bereits am Freitag in einem Webinar getroffen. Viele von Ihnen waren schon mit dabei und haben sich angeguckt, was ist überhaupt dynamische Lebensmittelbeschaffung, was ist DP Food. Wir haben da ein längeres Video gezeigt. Ich werde heute einen kleineren Überblick nochmal erstellen und nochmal einen Überblick geben für alle, die vielleicht ein kleines Refreshment brauchen. Und dann nochmal in ein paar Punkten darauf eingehen, warum das interessant ist oder in welcher Form es interessant ist für Produktion und die Verarbeitung. Und dann werden wir eine Fragerunde anhängen. Wir haben freundlicherweise hohen Besuch aus Großbritannien mit Osborne, der DP Food vertritt, ist hier in Persona zu Gast. Wir freuen uns sehr. Der wird später die ganzen Fragen beantworten. Und dafür haben wir unsere fantastische Übersetzerin Leonie Kreitner hier sitzen. Also alle Fragen können auch auf Deutsch gestellt werden und die Antworten von Rich werden hinterher auch übersetzt, keine Sorge. Und ja, an dieser Stelle vielleicht ein herzliches Willkommen an Rich. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? A warm welcome to you, Rich. We're very happy that you're here. If you could give a brief introduction about yourself. Yes. Hello, everybody. I'm delighted to be here. I must apologize that my German is not only terrible, it is non-existent. I'm very pleased that Leonie can translate. I hope I can explain a little bit about dynamic food procurement today and answer your questions in such a way that adds value for you. Rich sagt, er ist sehr froh, hier zu sein. Er möchte sich dafür entschuldigen, dass kein Deutsch vorhanden ist und eine E-Mail kann nur auf Englisch Antwort geben. Aber er hofft, dass er Dynamic Food Procurement, also dynamische Lebensmittelbeschaffung, etwas erläutern kann und in so einer Art, dass es für alle einen Mehrwert hat. Super, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir das. We're very happy that you're here. Thank you. Thanks for having me. Wir machen mal direkt weiter mit der kleinen Präsentation, dem kleinen Auffrischungsmodul, wenn man so will. Was ist eigentlich dynamische Lebensmittelbeschaffung und was bedeutet das für die Produktion und Verarbeitung? Das System selbst ist dafür gedacht, softwaregestützt regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Was ich besonders spannend daran finde, ist, dass es als System selbst bereits in der Ernährungsstrategie Großbritanniens empfohlen wird. Es ist grundsätzlich aber auch nochmal wichtig, sich darüber klar zu werden, warum wir überhaupt ein System zur Stärkung von regionalen Wertschöpfungsketten bzw. grundsätzlich von Wertschöpfungsketten brauchen. Und das greife ich auch nochmal auf. Staatliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Behörden, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten etc. stehen vor schweren Herausforderungen und eingeschränkten Ressourcen. Bestimmt für einige, die aus der ersten Veranstaltung hier waren, nochmal sehr spannend, weil diese Wiederholung zu hören. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gilt nicht nur für staatliche Einrichtungen schwierig gewesen, es ist für alle sehr schwierig gewesen. Wir sind in einer Zeit der Inflation des russischen Angriffskriegs und der damit einhergehenden Energiekrise gerade aus dem Schlimmsten der Pandemie herausgekommen und immer noch haben wir Nachwehen. Und eine Frage, die aber in der Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die aber nicht von der Bildfläche verschwinden wollte, also sinnvollerweise, hat uns auch hier im Bezirksdialog noch weiter beschäftigt und das ist einfach die Frage danach, welche Systeme es für eine nachhaltige Ernährungskette
gibt. Und wir glauben, dass wir sie zum Teil mit dynamischer Lebensmittelbeschaffung beantworten können. Rich und er als Vertreter für die Food haben wir hier heute eingeladen, weil dynamische Lebensmittelbeschaffung ist ein grundsätzliches System, was es gibt, aber Riches Unternehmen hat eben ein Beispiel dafür, wie man es umsetzen kann. DP Food selber ist eine Community Interest Company, also ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, hat eben dynamische Beschaffung bereits erfolgreich in einigen Pilotprojekten in Großbritannien implementiert. Hier liegt der Fokus insbesondere auf dem öffentlichen Sektor. Ich nehme mal eine Sache auf, die Rich gerade in der ersten Fragestunde schon beantwortet hat, und zwar die Tatsache, dass sie sich deswegen auf die öffentliche Sektor fokussieren, weil sie glauben, dass dieser, oder dahinter steht, dass dieser eine Verantwortung hat, die Transformation unseres Ernährungssystems voranzutreiben. Und die Ergebnisse, die sie bis jetzt erzielt haben, sind zahlreich und bewegen sich vor allem in diesen 3 Säulen, also auf sozialer, ökonomischer, aber auch ökologischer Ebene. DP Food stärkt Wertschöpfungsketten durch nachverfolgbare Lieferketten insbesondere und hat so im sozialen Bereich dafür gesorgt, dass zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen, ProduzentInnen und auch Verarbeitungsbetriebe Zugang zu einem Markt erhalten haben, zu dem sie normalerweise nicht so einfach Zugang haben. Und hat damit auch die Möglichkeit gegeben, dass KonsumentInnen Zugang zu guten, fairen und sauberen Lebensmitteln haben. Denn entsprechende Qualitäten, die wir in sauberen und fairen Lebensmitteln suchen, sind dann besonders nachhaltig einzuhalten, wenn auch die Lieferkette derer nachverfolgbar sind. Ökonomisch gesehen konnten die Piloten in Großbritannien an jeder Stelle der Wertschöpfungskette Kostenersparnisse generieren. Das wird Rich sicherlich später auch noch durchaus was zu sagen können. Und außerdem wurde dann nachweislich die regionale Wirtschaft gestärkt. Also eine Studie in Großbritannien hat zum Beispiel herausgefunden, dass einfach ein Pfund, das in die regionale Wirtschaft einfließt oder in die regionale Wirtschaft investiert wird, auch in eine Form zurückfließt. Ökologisch gesehen gibt das System einfach mehr Überblick über klimarelevante Fragen, also alles, was sich um Anbautechniken, Labels, CO2-Ausstoß etc. dreht. Und das bedeutet unter anderem für öffentliche Einrichtungen, dass sie sich einfach auf anderer Basis für Lebensmittel entscheiden können, statt nur anhand des Preises oder der Menge. Warum müssen wir uns überhaupt mit diesen ökologischen Fragestellungen auseinandersetzen? Es ist wahrscheinlich eigentlich allen klar, und dennoch finde ich es wichtig, das immer mal wieder aufzugreifen und zu wiederholen. Teile der Wertschöpfungskette werden eben mit einer Reihe verheerender Probleme in Verbindung gebracht. Und das liegt unter anderem eben am intensiven Anbau. Seit den 50er Jahren wurde dieser intensive Anbau forciert und eben auch durch Gesetze, Marktgeschehen, Dezentralisierung gefördert. Und dafür gab es damals oder für lange Zeit einen guten Grund, denn wir hatten einfach ein rapides Bevölkerungswachstum und die Bevölkerung wollte eben auch ernährt werden. Den Teil hat man erfolgreich umgesetzt, aber es ist auch klar geworden, auf der anderen Seite hat es einfach einen enormen Schaden angerichtet. Und damit ist aber auch die Erkenntnis einhergegangen, dass das Lebensmittelsystem einfach auch enormes Potenzial zur Bewältigung vieler dieser großen Herausforderungen hat. Vielleicht dazu nochmal als Überblick. Global gesehen ist der Lebensmittelsektor nämlich für 1/3 der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und es ist oft komplex, genaue Stellschrauben zu identifizieren, an denen man drehen soll, weil viele Teile der Wertschöpfungskette schlichtweg einfach auch immer noch eine Blackbox sind. Und da auch schon ein kleiner Hinweis: Die Vorteile kurzer, also auch möglichst regionaler Lieferketten sind einfach diejenigen, dass man dort mehr Transparenz schafft. Auch für solche, wie die Wertschöpfungsketten überhaupt aufgebaut sind und entsprechend, wo man an welchen Stellschrauben drehen muss. Insgesamt wissen wir heute aber auch, grundsätzlich verantwortlich für die meisten Emissionen ist einfach der Anbau und auch die Landnutzung. Also
Zum Beispiel Abholzung spielt eine große Rolle bei Emissionen. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, wenn wir Lebensmittel nachhaltig beschaffen wollen, dann müssen die Fragen beantwortet sein, wo kommt es her und wie ist es eben angebaut worden. Denn der Preis, den sich die meisten, wenn sie Lebensmittel einkaufen, weil sie im privaten oder öffentlichen Sektor, als erstes angucken, der bildet eben nicht Biodiversität und Bodengesundheit per se mit ab. Deswegen ist insbesondere hier die Transparenz sehr wichtig. Um das nochmal zusammenzufassen, wir haben zum einen brauchen wir Transparenz, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir brauchen kürzere Lieferketten, um diese Transparenz zu großen Teilen eben auch gewährleisten zu können. Also ohne kürzere Lieferketten eigentlich nicht so wirklich Aussicht auf Transparenz. Ohne Transparenz wird die Entscheidung etwas erschwert zu nachhaltigen Lebensmitteln. DP Food funktioniert mit unterschiedlichen Softwaremechanismen. Da haben wir zum einen das dynamische Beschaffungssystem, elektronische Kataloge, auf die zurückgegriffen werden und außerdem dann eben Technologien, die die Logistikprozesse der Wertschöpfungskette effizienter machen. Und in Teil überhaupt erst genau an der Stelle greift zum Beispiel die Idee, dass kleine und mittelständische Unternehmen auch in Listungen mit aufgenommen werden können. Was man hinterher zum Beispiel in der Beschaffung hat, ist ein offener digitaler Marktplatz, in dem einfach viel mehr ProduzentInnen verkaufen können. Wir haben also als Vorteile die Einbindung von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Erzeugung und Verarbeitung, insbesondere derer, die vorher wenig Zugang zum öffentlichen Sektor hatten. Wir haben aber eben auch für diese Einbindung derer einfach effizientere Logistiksysteme. Zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, wie diese Lebensmittel in die Küchen gelangen. Da ist ja auch das Problem, dass wenn von kleinen und mittelständischen Unternehmen beschafft wird, dass es viele Bestellungen auf einmal gibt, viele Rechnungen auf einmal, das ist ein hoher Verwaltungsaufwand, der lässt sich mit diesem System eben auch umgehen, weil es eine gewöhnte Lieferung, eine gewöhnte Abnahme, Rechnung gibt. Genau. Mit kürzeren Lieferketten, regionalen Lieferketten ist es auch wirklich frischere und regionalere Ware zu beziehen. Und das hat sich auch in den Pilotprojekten gezeigt, bei gleichbleibenden oder sogar geringeren Budgets. Dadurch stärken wir natürlich auch die regionale Wirtschaft und können unter anderem auch mehr saisonale beziehen. Ja, wenn der Bedarf erhöht wird, wird gleichzeitig natürlich auch der Anbau stimuliert. Und so können wir auch einen weiteren Schritt in Richtung Ernährungssicherheit und Resilienz gehen. Soweit erstmal dazu. Kleine und mittelständische Unternehmen oder beziehungsweise Produzenten, die sagen wir Unternehmen, aber ich meine die Produzentinnen insbesondere, haben auch eine sehr hohe Flexibilität in diesem System. Also sie entscheiden, wann sie liefern können, wann geerntet werden kann, das geben sie alles vorher an. Sie entscheiden oder beziehungsweise geben auch mit, ob sie überhaupt liefern können oder ob zum Beispiel von ihnen eher abgeholt werden muss. Oder planen vor, dass es in bestimmten Urlaubszeiten eben keine Abnahme geben kann. Und sagen eben auch, was sie liefern können, wie viel minimal, wie viel maximal und haben da einfach eine hohe Flexibilität und können das anpassen an ihre Bedingungen. Soweit erstmal im Groben. Ich weiß nicht, Steffen, sind schon ein paar Fragen gekommen vielleicht im Chat. Wir haben es aber auch gerade erlebt, die kommen halt dann so nach und nach. Es können alle Fragen gestellt werden, auch Verständnisfragen. Ich persönlich finde immer noch, das sind sehr viele Informationen, die da auf einen einprasseln. Wir wiederholen auch Dinge einfach gerne, weil wir in dieser Phase genau die Kritik an dem System auch haben wollen. Denn wir wollen ja prüfen, ob das ein implementierbares System hier in der Metropole sein kann. Und während wir nochmal auf ein paar Fragen warten, kann ich aber vielleicht auch schon die erste Frage stellen. Und zwar würde ich jetzt eigentlich gerne mal wissen, wenn aus Sicht eines Produzenten
Was würde das bedeuten für einen Produzenten, wenn das System heute implementiert wird? Was müsste der Produzent tun? Oder die Produzentin? So while we're waiting for the questions from the audience, I would like to ask you the question, what would it mean for a producer if dynamic food procurement would be implemented today? What specific steps would he need to do? Or she? So one of the objectives of dynamic food procurement is to create a level playing field for small farms to access new markets, public sector and potentially the private sector catering market in particular. And this means is, despite for many years small farms and small processors feeling like they can never access public sector catering markets, and the vast majority never have. Vast majority of producers, certainly in Europe, never have supplied the public sector. It means that this is a route that they should look at and try to forget the past, realize this is a system that might work for them. So that's the first part of my answer, and then I'll explain the next steps. Also, Rich sagt, dass das Ziel von dynamischer Lebensmittelbeschaffung ist, gleichberechtigende Bedingungen oder gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen und dass sie Zugang zu neuen Märkten bekommt. Und eben insbesondere dem Catering-Markt im öffentlichen und Privatsektor. Es ist eben so, dass in der Vergangenheit, also viele Jahre, viele kleine Produzenten das Gefühl hatten, dass sie diesen Markt niemals mitspielen können und den betreten können. Und er möchte jetzt gerne eben zeigen, dass dieses System es ermöglicht, dass auch kleine und mittelständische Betriebe und vor allem kleinere Produzenten in diesen Catering-Markt eintreten können. So the first steps would be that a procurer in the region you're in would announce a contract, and food contract would have categories on it that you as a producer or processor could supply. That would need to be the first step. When that happens, what the producer and the processor would need to do is complete a pre-qualification questionnaire, which reviews all of the important information that all suppliers into the public sector must meet according to EU procurement. That would be the first step. And this questionnaire is much lighter and shorter than conventional procurement approaches that are very heavy and complex in comparison. Okay. Also der erste Schritt, den ProduzentInnen oder verarbeitende Betriebe tun müssten, wäre einen Vertrag zu erstellen mit eben den Kategorien oder den Produkten, die diese produzieren. Und dann gibt es einen Fragebogen zur Präqualifikation. Und der richtet sich nach dem EU-Beschaffungsrecht, und dieser Fragebogen ist deutlich einfacher und übersichtlicher als das, was eben normalerweise in Beschaffungsverträgen und Beschaffungsrechten zu sehen ist. The approach to the pre-qualification questionnaire is designed so that
the producer and the processor only have to submit each piece of information once. There is not a constant request for the same information over and over again. Once you're through that pre-qualification questionnaire, and once you've completed it, the procurer must respond within 10 days to say, yes, you are approved, or no, you have been rejected. And if you are rejected, you have another chance. In fact, you have as many chances as you wish to keep applying again. Obviously, you should try and address the reasons why you were rejected. But that's one of the benefits of this system, which you can apply at any time, not just at the start of the contract, but at any time, and the procurer must respond within 10 minutes. Okay. Also wie funktioniert das mit der Präqualifizierung für dieses System? Also man muss in dem Fragebogen als Produzentin oder als Erzeugerin dann nur einmal alle Informationen angeben, nicht immer wiederholt. Und sobald dieser Fragebogen einmal ausgefüllt ist, muss der Beschaffer oder der Abnehmer, könnte man sagen, oder die Abnehmer, diesen innerhalb von 10 Tagen beantworten. Also entweder die Produzentin zulassen oder eben ablehnen. Ein Vorteil ist, dass man als Erzeugerin oder auch als Verarbeiterin sich so häufig damit bewerben kann, wie man möchte, und auch zu einem Zeitpunkt, zu einem freigewählten Zeitpunkt. Man sollte natürlich dabei berücksichtigen, weshalb man zunächst nicht zugelassen wurde, und genau, da gibt es aber keine Begrenzung. Man kann das so oft wiederholen, wie man eben möchte. Und vielleicht als Ergänzung, weil das kam auf jeden Fall in unseren Treffen, die wir vorher hatten, noch auf. Wir haben dann gefragt, wie lange braucht man eigentlich für was, um das auszufüllen. Und Rich sagte da, wenn man sich konzentriert dran setzt, eine Stunde, und wenn man, wie es manchmal auf dem Hof einfach ist, immer mal wieder zwischendurch gestört wird, dann dauert es vielleicht 2 Stunden, aber es ist auch immer jemand da, der einen dann telefonisch unterstützt, falls man mal was nicht versteht. Und die Fragen sind wohl sehr in Richtung Schwarz-Weiß, Ja, Nein Antworten, also keine komplexen. She just added that how long does it take to fill out this questionnaire? Is it 1 to 2 hours, maybe, depending on whether you get interrupted or not? Yes. And then you can also get support via telephone or whatever, if you have questions. And then it's rather simple, black and white, easy questions. Yes, absolutely. And then once you are accepted through the pre-qualification questionnaire, that means you are on the dynamic purchasing system, on the DPS, which is the EU form of procurement that is fully compliant with EU regulations for procurement. And once you're on the DPS, which you're on the dynamic purchasing system, you can then bid your products. And that your products will be considered by all procurers. You can also then start to work with logistics providers who can then adopt your products into their mix, into their categories, and start working with you as a producer to fulfill your products, consolidate them, stock them, and then deliver them. So, sobald man akzeptiert ist in dem Qualifizierungsprozess, wird man zu dem sogenannten Dynamic Purchasing System, also dem dynamischen Verkaufssystem, Beschaffungssystem, zugefügt, und dann kann man seine Produkte anbieten. Die sind dann für alle Beschaffer, Interessenten, Käufer und so weiter, beziehungsweise für alle Einkäufer. Ja, genau. Also ja, keine Endkonsumenten, aber genau. Die können dann für alle Einkäufer gesehen werden, und man kann anfangen, auch mit Logistikunternehmen zusammenzuarbeiten und genau seine Produkte darüber zu verkaufen.
What the technology does that's involved in this process is overcome many of the barriers that producers face when trying to A, tender their products via procurement, and B, supply them regularly and consistently in a way that is efficient for them and within their capabilities. So the technology allows producers and processors, suppliers, to configure how they fulfill their products. So how much volume they have available of any product at any time, how much lead time they need for the order, what days they can fulfill their products, what days they can't, holidays they wish to have where they will fulfill no products. These are examples of the parameters that the platform allows them to configure so that the logistics provider, when they place their order, they're always placing their order as a producer in such a way as the producer or the processor can always supply it. It's always within their capabilities. Also was tut die Technologie hinter diesem System? Die sorgt dafür, dass viele der Hindernisse, die kleinere Produzentinnen eben überbrücken müssen, das kann diese Software oder diese Technologie ausgleichen, sodass die Produzentinnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben davon abhängig, wie viel können sie produzieren, zu welcher Zeit, zu welchen Tagen und in welchen Zeiten vielleicht auch nicht, wegen Urlaub oder sonst wie. Also alle möglichen Parameter werden eben erfasst von dieser Software oder dieser Technologie, sodass ein Logistikunternehmen auch nur dann etwas bestellen oder beziehen kann, wenn es für die ProduzentInnen auch tatsächlich möglich ist, dieses auch anzubieten. So no matter how many customers are ordering the products from the producer or the processor through the logistics provider, the producer will receive just one order for all of them. They don't need to manage all of them. The producer is then paid 100% of the price they have quoted for their products with no deductions within a short period of payment terms to overcome challenges of long payment terms. And the procurer can define that payment term period in order to attract more producers. So it might be 14 days instead of 30 days, for example. Okay. Also unabhängig davon oder egal wie viele interessierte KäuferInnen es dann eben gibt und die über die Plattform bestellen oder über die Logistikunternehmen, der Produzent oder die Produzentin wird immer nur eine Bestellung gezogen, also nicht ganz viele auf einmal, sondern eine gebündelt und es gibt eine relativ kurze Zeitspanne, in der sie das Geld erhalten und 100% der Summe eben erhalten. Und die wird von den Beschaffern festgelegt, um die Produzenten quasi zu gewinnen. Das kann dann statt 30 Tagen zum Beispiel 14 Tage sein. And the producer and the processor has a module, a browser on their phone or on their laptop. And on that, it's very simple to use. You can tender your prices. You can configure your fulfillment capabilities, your timings of what you need. You can configure how much you have for any product at any time. So you never get orders that are higher than you can manage or lower than you want to manage. It has all of your orders very well organized. So you know what to expect when in a calendar, what's coming in the future. So you can see into the future of orders that are coming.
Also die ProduzentInnen und VerarbeiterInnen haben einen Browser-App. It's a browser. Okay, Yeah. okay. Haben also einen Browser, so würde ich es ja einfach sagen. Right. Ja, genau, wie zum Beispiel Google Chrome auf ihrem Handy oder ihrem Laptop. Das ist einfach zu nutzen und dort können Sie Ihre Preise angeben, die Zeiten, in welche Produkte verfügbar sind. Und das sorgt eben dafür, dass die Produzentin, Verarbeiterin nie eine Bestellung bekommt, die zu hoch oder zu niedrig ist, passend zu dem, also nicht passend zu deren Produktion. Und des Weiteren ist es sehr gut organisiert, also diese Oberfläche, alle Bestellungen sind gut ersichtlich, organisiert in einer Reihenfolge und man kann eben auch die zukünftigen Bestellungen auf einen Blick sehen in einer Art Kalender. Ja, alles sehr übersichtlich zusammen. Super. Ich habe schon, genau, ganz kurz zu einem kleinen bisschen Moderation zwischendurch machen wir mal. Genau, ich habe schon gesehen, da sind sehr viele Fragen im Chat gelandet. Vielleicht hat es direkt eine Frage. Gut, dann würde ich tatsächlich eine Anschlussfrage machen und danach würde ich übergeben dich wegen des Chats. So you spoke about planning ahead. Is there the possibility with DB Food that let's say a caterer can make an agreement with a specific farmer next autumn we need 2.5 metric tons of beetroot and we want to. So first of all, do you need to translate the question? You could, what do you think? You can go ahead and then afterwards. So wie es für dich am angenehmsten. Okay, dann solange du alles schreibst, will ich translate. Ja. Also die Frage, es gibt ja die Möglichkeit, vorauszuplanen. Gibt es also die Möglichkeit für einen Caterer zum Beispiel einen Vertrag oder eine Übereinstimmung für nächstes Jahr, zum Beispiel August zu machen, da möchte ich diese und jene Menge von diesem und jenem Produkt erhalten. So the answer is yes. The procurer, once you reach a certain scale of orders, then you move the bids for products moves to an 18-month in advance cycle. So that will enable farms to then grow to order and greater economies of scale can be achieved. But the DP Food only recommends doing that once there is sufficient scale to merit it. Otherwise, it doesn't make sense. But in an example like that, 2.5 metric tons of a given vegetable, I would say it makes sense to move to an 18-month in advance mini competition. And then yes, that category of product can then be locked for a producer, a winning producer. And does it legally say the farmer can say, no, I don't have it? Sorry. Genau. Ganz kurz Übersetzung. Genau, es ist möglich. Also Vertragsanbau ist möglich ab einem gewissen Schwellenwert zu anpassen. Of course, sometimes shit happens, and all good plans cannot come to fruition. And so, in this system, you always have backup plans. For every product category, there is always a substitution plan that is agreed with the logistics provider. The logistics providers know what the backup plans are, and it's actually automated in the platform. So, for example, if a farmer won a 2.5 metric ton carrot contract, and they said it was going to be ready by July, but there were very bad weather conditions, and it wasn't available until August, then the substitution kicks in automatically, and carrots from another farm can be substituted in, or even carrots from overseas
can be substituted in. Oh, that's a long answer. Musst du beides kombinieren, Was eine Frage hatte als oder welches Antwort? die hat gesagt. Achso, sorry. Genau, als Bridge sagt, es kann auch mal schief gehen. Deswegen gibt es immer einen Backup-Plan oder eine Substitutionsmöglichkeit sozusagen, die automatisch über die Plattform generiert wird. Das heißt, wenn ein Farmer einen Vertrag hat, ein Bauer oder eine Erzeugerin oder wie auch immer, einen Vertrag hat, zum Beispiel für eine bestimmte Menge an Karotten, die im Juli bereitstehen soll und geliefert werden soll, aber dann aufgrund von zum Beispiel schlechten Wetterbedingungen ist sie erst im August verfügbar, dann kann der oder die Abnehmerin zu dem gegebenen Zeitpunkt oder zu dem angefragten Zeitpunkt von einem anderen Anbieter diese Menge an Karotten erhalten. Der oder die Anbieterin bekommt dann eben direkt eine Ersatzlieferung sozusagen angeboten. Die kann aus einer anderen Region kommen oder auch von Übersee. Und das passiert automatisiert. Das ist wichtig. Gut beantwortet. Fantastisch. Sehr schön. Steffen, du hast schon einige Fragen im Chat gesammelt jetzt und sortiert. Ich habe gelesen. Genau, ich würde mal anfangen bei einer Frage, die zu dem Thema passt, nämlich wie werden die Bedarfe einerseits festgestellt auf Abnehmerseite sozusagen und wie wird auf Anbieterseite die Abnahme gesichert durch das System? Ich habe ein bisschen Internetprobleme, ich weiß nicht. Also ich werde mal so ein Meeting rauskürzen, aber achso, das nicht weiter schlimm. Okay. Okay, so the question is how is the demand Ja, ich will how is the determined. Yeah. How is the demand determined, and how is it secured that this ordered quantity is also then taken for the producers? Like how can they be sure that what has been ordered is really being taken from them? Well, where there is a large contract secured in the way we just described, that is a legally binding contract. So there would be terms, I would say, in the contract from the procurer that if they default on that order, then there will be compensatory measures that will be outlined in the contract. I would want to announce the question by asking also how is it guaranteed that it is taking what is offered, not only like you already are in the contract, but if you're offering, like I have these many carrots, and then you're gonna wait and see if someone is going to buy them. Yeah. So there are two routes. One is where the scale is big and you're setting up contracts in advance, 18 months in advance. We've talked about that route. There's a second route where you may not, as a producer, secure a contract in advance for a large amount, but it could be that there is ongoing demand in real time for your products. And in this case, what you do as a supplier is make sure you set your volumes, so you configure how much you have available of each product. And it's a marketplace at that point. So customers will be looking at the range of different carrots that are available at a given point in time and making an evaluation about the quality, and other social value aspect potentially, as well as price. So
in this case, you have no guarantee that the products will be good. It will be down to customer's choice. Okay, also nochmal genau die Nachfrage, gibt es eine Garantie, dass die Produkte abgenommen werden? Kurze Antwort ist, es gibt keine Garantie, es ist quasi ein freier Markt, also das liegt in der Entscheidung der EinkäuferInnen, ob sie für diese Qualität, diesen Preis, für dieses Produkt entscheiden. Genau, Richard noch hinzufügt, es ist wichtig als ErzeugerInnen dann sicherzustellen, wie viel habe ich wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung, was an Produkten bieten. Also es gibt einmal diese Möglichkeit, bis zu 18 Monate im Voraus Vertragsanbau zu machen oder einen Vertrag im Vorhinein zu machen und dann erst zu produzieren. Oder die zweite Möglichkeit wäre eben Real-Time, also in der Gegenwart, genau, die Nachfrage, die quasi täglich reinkommt, wieder abzuarbeiten. Genau, also diese beiden Wege gibt es. And then may I just add that remember, in this model, you define your own price as a producer. You set your price. Price is not dictated to you. So the important thing here is that producers and processors can set their price at a level that they can still make a profit if they produce efficiently and productively. And obviously, you want to set your price to be as competitive as possible. But the point is, you're going to, someone orders your product, you're going to receive a price that you have opted for, rather than someone imposing the price on you. It's a very important difference. Genau, also fügt noch hinzu, dass ein wichtiger Unterschied zu einem normalen Markt ist, hier sind die Preise nicht von jemandem von außen diktiert, sondern es sind eben die ProduzentInnen und ArbeiterInnen selbst, die diesen Preis bestimmen, und zu diesem Preis werden dann auch die Produkte bestellt, geordert. Das heißt, wenn jemand das über die Plattform kauft, dann ist es auch deren Preis, den die ProduzentInnen VerarbeiterInnen angegeben haben und der es möglich macht für sie, dass es eben wettbewerbsfähig ist, dass sie davon leben können. Okay. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Transparenz, Nachverfolgung. Diesen Fragenblock würde ich ein bisschen hinten anstellen und würde eine andere Frage vorziehen wollen, die ich auch sehr interessant finde, weil sie ein bisschen anderen Aspekt beleuchtet, und zwar, ob auch Verarbeitungsleistungen quasi eingestellt werden können. Ich sage zum Beispiel mal ein Schälbetrieb, der sozusagen eine Kapazität X hat, Kartoffeln zu schälen oder dergleichen. Ob das über die Plattform auch abzubilden ist. Ich habe eine Nachfrage. Für zum Beispiel einen Produzenten, um zu wissen, wie viel Kartoffeln er an den Verarbeiter liefern muss? Oder Auch sozusagen Dienstleister selbst, die Frage ist, ob Dienstleister sozusagen auch ihre Kapazitäten einstellen können. Ja. Ich bin Schälbetrieb, ich habe nächste Woche 3 Tage sozusagen Kapazität, Kartoffeln zu schälen. Ja, okay. Ja. Okay, it was just a question to understand the question that Stefan has asked. Yeah. So he's first he said that there's a lot of questions from the audience about transparency, but we will deal with that a little bit later on. So first, there's a question about about processing. So if there's a company, for example, that is, what is this? Potatoes? Peeling, or that is peeling potatoes. Yeah. Can they also put in the software the information how much they can, how many potatoes in this case, for example, they can do within a certain point in time or within a certain time range? Yeah. Yeah. So is the question, can a vegetable processor preparing vegetables supply into this model and
do all of the things I've just been talking about? Is that the question? And the answer is yes. Yes. Ja. Yeah. Okay. Ja, also die Antwort ist ja. Eine zur Klärung. So with DP Food, I have a manufacturer. I peel potatoes and cut them and stuff, and I can order the potatoes via the system, and I can sell them with your system too. Yes. So in that instance, that is another supply chain, isn't it? It's sorry. Yeah. It's Keep going. Yeah. Yeah. So this is another supply chain where the end customer, and so there's a producer, which is the farmer, and then there's a processor, which is the preparer of the vegetables. Now, if that preparer of vegetables is also the logistics provider delivering to the end customer, then they, in this model, have logistics provider software. Okay, so they're sourcing from a producer, they're acting as a processor, but they're also a logistics provider. If they're a supplier only and not a logistics provider, and they need to supply into a logistics provider, then they have the supplier software. It's slightly different. But in either case, the answer is yes. The platform can support it. It just depends on their role. If they're delivering to the caterer, they're a logistics provider. And if they're delivering to a logistics provider, then they're a supplier and they have slightly different software. Either case is covered. Yeah. Okay. Also, ja. Also die Frage war, ob jetzt ein Unternehmen, das Kartoffeln schält und schneidet zum Beispiel, ob dieses über das System sowohl Kartoffeln beziehen kann, als auch dann eben die geschälten und geschnittenen Kartoffeln darüber auch wieder verkaufen kann. Und die Antwort ist ja, das ist möglich. Es ist dann sozusagen eine andere Lieferkette. Es kommt darauf an, wann eben Verarbeiter und Logistiker ist oder nur Verarbeiter. Da ist die Software ein bisschen eine andere, aber es ist möglich. Ja, wie gesagt, es sind einige Fragen. Ich versuche die jetzt mal der Reihe nach noch so ein bisschen abzuarbeiten. Zum Thema, weil es dazu passt, dass Verarbeiter noch dazwischen geschaltet werden. Wie wird sozusagen die Rückverfolgbarkeit gewährleistet und auch so Sachen wie Hygienestandards, Kühlkette, also wenn so viele Player beteiligt sind und dass die verschiedenen Stationen entlang geht, wie sichert das System sozusagen, ich nenne es mal vielleicht eine Qualitätskontrolle an ist. Traceability. Okay. So the question is, how is traceability guaranteed? For example, if there's a need for a cooling chain, right? Like for milk products and so on. How is it guaranteed? In other words, the quality. Like how is that guaranteed in the system? So similar to other supply chain software, so first of all, let me just make a caveat. The choice of software is subject to a procurement process. So I am talking about one software platform called Agile Chain, but there could be other software platforms, and the choice of software could vary, okay, within dynamic food procurement, depending on the procurement outcome. But having said that caveat, with Agile Chain, like other supply chain software, the product is tracked, and the cool chain of that product is monitored, and the platform tracks all of that. The difference
perhaps with agile chain versus other supply chain softwares is that you get information, you can have information about the product from the farm gate and all of the attributes of that product's production process. And then there's a code allocated to that product that ties the product to the farm, to the logistics provider, and the customer. And so you have data on the journey of that product, how long it took to get from farm to the logistics provider, how long it was stocked for in the logistics provider, how long it was delivered to the customer. And at each point, logistics providers are very well experienced at monitoring temperatures and are used to dealing with that. So this software is just like any other in that sense. You have all of that data input. So there's a whole module for logistics providers on quality assurance. And it's tailored specifically to managing produce farms as well. Quality assurance is one of the main elements, one of the major elements of for logistics providers. Also, es ist wie bei anderen Supply Chain Software oder bei anderen Lieferketten-Softwares, die verwendet werden. Das heißt, das Produkt ist tracked, also nachverfolgt, und es werden Daten erhoben zur Kühlkette. Alle wichtigen Parameter werden erfasst. Es kommt auf die Software darauf an, die gewählt wird. Das hat Rich noch vorweggenommen. Das heißt, wenn es in diesem Fall ist es die Agile Chain und also sein Unternehmen arbeitet mit der Agile Chain Software. Und da ist es eben so, dass von der Farm vom Hofbauer sozusagen in einem Code für jedes Produkt alle Daten erfasst werden. Und die ist dann abrufbar sowohl auf Farmlevel, beim Logistikunternehmen, als auch letztendlich beim Käufer oder der Käuferin. Und diese Daten sind eben zum Beispiel, wie lange hat es gedauert von der Erzeugerin zu dem Vertrieb, und wie lange wurde das Produkt gelagert. Genau. All diese Daten kann man abrufen. Und genau, als Abschluss könnte man sagen, die Qualitätssicherung ist ein Hauptelement dieser Software. Also da wird sehr viel Fokus drauf gelegt. Und die ist auch insbesondere ausgerichtet für die Produkte für kleinere und mittelständische Produzenten. So if procurers want it, they can run management information reports on all of that data to the absolute granular level, to the product and customer level. If they wanted, you know, that's in terms of transparency, that's what they can have. Also wenn die Abnehmer oder Beschaffer es wollten, dann könnten sie auf Management-Ebene oder sogenannte Management-Reports mit all diesen Details und mit noch viel mehr Details abrufen. Also es ist sehr transparent, das ganze System. Auch eine ganze Reihe von Fragen, die jetzt mal versucht zu bündeln, sozusagen zum Start für einen Betrieb. Ich fange mal an. Da war die Frage danach, wie startet dieses System überhaupt und wer startet es? Also wer implementiert das System? Daran anschließend die Frage, wie werden Produzenten akquiriert? Also wie werden die überhaupt für diese Plattform gewonnen und über welches System dann auch quasi im Sinne von Transparenz identifiziert? Gibt es Betriebsnummern oder wie erfolgt das sozusagen die Identifikation der einzelnen Betriebe? Und vielleicht noch als eine weitere Frage,
weil hier nach dem zeitlichen Vorlauf, also mit welchem Vorlauf kann ich mein Angebot als Anbieter einstellen? There have been several questions about how to start as a producer, how to start with the system. So who is implementing the system? And then how do producers get on the platform? How do you find producers that will be on the platform? How do you get them on the platform, basically? And then another question, how are these, or maybe we can stop there for the time being. Yeah. So who implements the approach? It needs to start with a procurer who wants to change the way they're procuring their food, either in the public sector or the private sector. And they need to commit to change their procurement strategy to be consistent with dynamic food procurement principles. And then they'll procure a technology platform and a managing agent to work with them to implement it. That's a prerequisite, that's the first step. Also der erste Schritt auf die Antwort auf die Frage, wer implementiert das System. Es muss mit einem Beschaffer oder einer Beschafferin anfangen, der oder die Art ändern will, wie Lebensmittel beschafft werden. Also es muss sozusagen mit der Nachfrage für dieses System erstmal losgehen. Und dann wird sich für eine Technologie oder eine Software entschieden. Und dann gibt es eine Person, die sich damit auskennt, die diese implementiert. Das ist der erste Schritt, wie so ein System startet. And then how to add producers, or how do producers get involved? That's quite a long answer. First of all, the procurer will work with the technology managing agent to appoint logistics providers, and logistics providers will be set up to use the platform. And then there will be an announcement of all the categories that the procurer wants to innovate. So they may look at the potato category and say, we're getting 80% of our potatoes from Spain. Why? We grow potatoes. We know we're growing potatoes near here. Why are we doing that? And so they may have a focus in one category and say, we want to improve our procurement of potatoes. And so there'll be an announcement, there'll be publicity about that within the farming networks, within food networks. So all of these institutions then can help to introduce farmers that are growing potatoes, make them aware, and you then run a mini competition focused on potatoes. You help farmers wherever they are. It doesn't necessarily have to be within the region, but obviously there's an interest in doing that for a lot of reasons. Then those farmers can bid, and then you can move on to another category. So that's one way it can work. The second way it can work is that any producer at any time can come along and say, here's my pre-qualification questionnaire. I want to supply. As and when someone wants my products, I'm ready. So that there's the proactive approach that producers can take. And then there's the pull from the procurers as well, those two approaches. Okay, also es gibt zwei Wege, wie Produzenten für die Plattform gewonnen werden können. Einmal wäre es die Variante, dass die Person, die sich mit der Technologie auskennt, sich dahinter klemmt, Logistikunternehmen zu gewinnen, die zusammenarbeiten mit den Produzenten, und dass man dann die Beschaffer, also zum Beispiel ein Catering-Unternehmen, sich erstmal auf eine Kategorie
fokussiert und sagt zum Beispiel, okay, 80% unserer Kartoffeln kommen aus Spanien, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir hätten gerne, dass die Kartoffeln regional produziert werden und wir regionale Kartoffeln verwenden. Und dann gibt es Werbung, Marketing in diesem Bereich, sodass ProduzentInnen aus der Umgebung davon erfahren und eben KartoffelanbauerInnen dann teilnehmen und ihre Produkte anbieten. Und eine einfachere Art oder die andere Variante, die passieren kann, ist proaktiv von den ProduzentInnen selbst, dass die zu egal welchem Zeitpunkt einfach die Präqualifikation für diese Plattform in Form eines Fragebogens selbst ausfüllen und dann ihre Produkte über die Plattform anbieten, ohne dass sie dafür gewonnen werden müssen, dass sie das proaktiv selbst machen. There have been 2 more questions. Those were the answers for the first ones. So, ich werde noch einmal die 2 Fragen, die noch waren, für dich übersetzen. So, how are farms identified? Do they get like a number or something in the system? So, if you have all the different farms, do they have different numbers? That was one question. And then another question, how much time do I need to have in advance if I want to put a product on the platform? Is there like a time in advance that I need, like a minimum time, or can it be direct? Is this understandable? Not sure. I'm going to start with the first one. Yeah. Just the first one. I'm not sure I understand the first one either. So, yes, producers and suppliers, they are actually given a number, but that is in the background because producers are more important than just being a number. Mm-hmm. So on the platform, if you're producing peeled potatoes or you're a carrot farmer, the name of the producer is part of the product. So the product is not anonymous. It is carrots by Darlene Farm, by Marcus, yeah, Marcus Farm. And then if you click on Marcus Farm, it will tell you all about Marcus Farm. It will have a picture of Marcus. It will have information about what Marcus does that is different with his carrots. So there can be photographs of the farm, photographs of the produce, maybe explanations about soil health, water use, carbon sequestration, all sorts of qualitative information. And as and when there is quantitative information, as and when Marcus is using a consistent approach to farm level measurement with other farms, then you can also have quantitative data by farm that can enable comparisons and analysis. Also, die Frage war, ob die Betriebe auf der Plattform oder in der Software identifiziert werden und zum Beispiel mit einer Nummer versehen werden. Und Rich sagt, ja, sowohl die ErzeugerInnen als auch die AnbieterInnen, ja, bekommen alle eine Nummer, aber die ist sozusagen im Hintergrund, die ist nicht besonders wichtig, weil man alle Informationen, die man haben möchte, zum Beispiel über einen Landwirt oder eine Landwirtin, die Karotten anbaut, findet, indem man einfach darauf klickt. Jetzt ein Beispiel von Markus, der hier auf der Domäne Gemüse anbaut. Man kann eben dann vielleicht ein Foto von Markus sehen, man kann auf seinen Betrieb klicken. Das Produkt ist sozusagen mit dem Namen des Hofes direkt verbunden. Der erscheint immer direkt neben dem Produkt. Und dann gibt es eben zum Beispiel Fotos von dem Hof oder zu den Produkten, Erklärungen über Wassernutzung, CO2-Bindung, Boden, Gesundheit und so weiter. Und es gibt qualitative und auch quantitative Daten zu den Betrieben, sodass man diese dann auch direkt vergleichen kann als Abnehmer.
Genau, das wollte ich noch sagen. Das ist in diesem elektronischen Katalog, der den Einkaufsverbänden zur Verfügung steht, wenn sie auswählen, welche Karotten sie jetzt haben wollen. Darin finden sie all diese Informationen. Ich würde direkt eine Frage anschließen wollen, die ich sehr spannend finde, die dazu passt. In Bezug auf welche Parameter des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses zu seiner Umwelt- und Klimawirkung schafft die Transparenz, sortiert die Software zum Beispiel Angebote nach den verursachten Nährstoffbilanzüberschüssen, nach Pestizideinsatz. Also da geht es nochmal darum, zu gucken, wie arbeiten die Betriebe und ja, wie ist da die ökologische Nachhaltigkeit und wie bildet sich das eben auch ab? Genau, wie bildet sich das ab? So there's another interesting questions with regards to which kind of parameters this software is enabling transparency, like regarding production. So for example, the use of pesticides or all kinds of other things. What kind of parameters are with regards to sustainability are measured? Okay, so the platform has over 30 different attributes for a product. Normally, often a product will have just 3: the name, the product, the weight, the price. So what the attributes are can be configured by the area that is working on it. You can make the attribute, the quantitative attributes, whatever you want. What I always say is this platform is not the platform that is enabling Marcus or the producer to perform measurement on their farm. It's not. It doesn't do that. What it is are the pipes through which that data can travel from the farm to the logistics provider, to the kitchen, to the chef. So at the moment, quantitative farm level measurement is not consistently in place. We do not have a system beyond certifications like organic, where you can get individual farm level data that can then be comparable. So procurers should see this approach as a prerequisite, as a foundation they must get in place, so that when farm level measurement is available, it can flow through the supply chain. At the moment, those systems typically don't exist. I think that. Also, die Plattform hat über 30 verschiedene Attribute für jedes Produkt. Im Normalfall, wie wir das kennen, hat ein Produkt ja meistens nur 3 Attribute, nämlich den Namen, wie viel es wiegt und was es kostet. Das ist auf der Plattform eben anders und diese Attribute oder diese Charakteristika für jedes Produkt können festgelegt werden von den Produzenten selbst oder auch von denen, die sie eben beschaffen wollen oder die sie kaufen wollen. Und die, was die Plattform nicht möglich macht, ist, diese Daten zu erheben. Das ist wichtig, das richtig zu verstehen. Es ist eher so, dass die Plattform es ermöglicht oder die Software es ermöglicht, diese Daten, die auf Betriebsebene erhoben werden, dass die zu dem Logistikunternehmen oder zu dem Caterer oder eben übermittelt werden. Genau, und Rich sagt noch, es gibt kein anderes System außer eben Zertifizierung biologische Landwirtschaft, wo ein Produkt wirklich so nachverfolgbar ist. Also genau, die Personen, die diese Software nutzen, die sollten das als Foundation, als Grundlage, genau, als Grundlage sehen. Aber diese Systeme gibt es außerhalb von biologischer Landwirtschaft eben noch nicht. Super. Du hast noch einige Fragen, ne? Ja, es gibt noch einige Fragen. Ich würde bloß einmal noch, um das vielleicht klarer zu machen, nochmal nachfragen wollen.
Sprich, es gibt eine Pflicht zur Transparenz der Betriebe, aber es gibt die Möglichkeit zur Transparenz und die Hoffnung ist dann auch so ein bisschen, dass durch diese erhöhte Transparenz sich der entsprechende Artikel durchsetzt, sage ich jetzt auch einfach mal. So the question is, so there is no, it's not mandatory to be transparent, but there's the possibility to be more transparent, right? Und Sag gerne nochmal. Teil 2 und die Hoffnung ist quasi, dass durch diese höhere Transparenz auf der Nachfrageseite halt sozusagen genau. And yeah, the second part, so is it the hope that if this demand for more, or this possibility for more transparency is there, and if there is also the demand, that it will also be supplied, it will also be, if you know what I mean. So the procurer can define what they want to know in their product specification. So when they create a list of products that they want to buy, they will have a specification for each product. Now, if, for example, part of that specification was 0 chemical pesticide use, for example, but they didn't want to specify organic all the way, you could create a filter for 0 pesticide use. But of course, that would be self-certified by the farm. There would be no on-farm checks performed by any of the actors I've explained today. So an organic certification would still be stronger in terms of robustness. But yes, you can start to define specific attributes that you seek as a procurer within a given product category, and then establish them as filters on the product, so they are quantitatively selected and measured. Okay. Also das ist sehr interessant. Genau, also der Beschaffer oder die Beschafferin kann in der Produktspezifikation, also dann online oder in der Software festlegen, was er oder sie über das Produkt genau wissen möchte oder was dieses Produkt erfüllen soll. Das ist möglich für jedes einzelne Produkt. Das heißt, wenn man eine Liste der Produkte dann einstellt, die man kaufen möchte, kann ich für jedes einzelne Produkt angeben, zum Beispiel, ich möchte keinen Pestizideinsatz, und das kann man dann in Form eines Filters einstellen. Da ist es nicht nötig, da kann ich eben ganz individuell einstellen, was ich gerne wissen möchte, sodass ich nicht eine biologische Zertifizierung als ganz sozusagen auswählen muss, sondern ich kann eben ganz spezifisch nur sagen, zum Beispiel Pestizideinsatz. Aber Rich sagt eben auch, die Biozertifizierung wäre in diesem Fall robuster, weil ein Null-Pestizideinsatz eben eine Art Selbstzertifizierung wäre. Man müsste dann darauf vertrauen, dass das, was die Landwirte angeben, korrekt ist. Genau, aber es gibt eben diese Filter, wo ich eingeben kann, was möchte ich über das jeweilige Produkt wissen. And then yes, the second question, the intention is to leverage public sector budgets that are currently being spent, taxpayers' money is being spent on food. The idea is to leverage those budgets for good. So you can drive economic growth in the region, you can improve biodiversity preservation, you can improve carbon sequestration, and help to achieve net zero plans. So you're using food spend to drive demand for these products that will do social good and environmental good and economic good. And supply should respond. Supply will respond if you generate demand in those areas. So yes, that's exactly the idea. That's why I'm doing it. Okay, also zur zweiten Frage.
diese Haushaltsmittel oder eben diese Geldmittel, die für einen guten Zweck zu nutzen, nämlich um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, das regionale oder lokale, um die biologische Vielfalt zu verbessern oder Kohlenstoffdifferenzierung zu erhalten oder zu fördern. Ja, man verwendet quasi Lebensmittelausgaben, um die Nachfrage nach solchen Produkten zu steigern, die einen sozialen oder einen Umweltnutzen oder einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Und genau, die Idee ist, dass, wenn die Nachfrage da ist, auch das Angebot folgt. Und ich würde sagen, das ist der Grund, warum wir das tun. Vielleicht noch ergänzend, das wäre auch für die Institution, die das Ganze, also die Beschaffung zum Beispiel, implementiert, ein Weg, um auch andere Umweltmaßnahmen anzukurbeln, die sowieso für eine Stadt oder auch eine Region geplant sind, wie zum Beispiel die Biodiversität. Es gibt eine, finde ich, sehr interessante, aber auch sehr große Frage, die ich vielleicht mal ein bisschen runterbrechen will. Und zwar ist das die danach, wie kann so ein dynamisches Lebensmittelbeschaffungssystem oder wie auch immer dabei helfen, mehr ökologische Landbauflächen sozusagen zu etablieren. Und das ist eine Antwort, die für Berlin-Brandenburg bestimmt schwer beantworten kann. Deshalb vielleicht eher so auf einer persönlichen Ebene. Wie ist deine Einschätzung? Kann man durch ein solches System den Anteil an Bio-Anbauflächen erhöhen? Okay, so this is a very interesting but also very big question. How can dynamic procurement system help to generate more ecologically used land or farms? And it's probably, well, difficult or impossible for you to answer this with regards to Berlin and the Brandenburg region, but in general, what is your perception? Is it possible with the aid of such a system to generate more area that is ecologically used? So, over the past 50 years, we've moved to a more, in the main, in Europe, at least, we've moved to a more intensive form of production. We had to, because population was growing so fast, we had to do it. And intensive farming tends to be monoculture farming. Big farms doing one thing in a big area. Long supply chains serve those farm systems best, because they've got a large amount of product and they want to be able to distribute it far and wide. If you reverse that and say agroecological farms that typically will be more biodiverse, they'll be growing lots of different things on the farm and having multiple activities. Long supply chains don't serve that farmer so well. And this is the reason why we're struggling and small farms are disappearing, because the supply chain is not set up to suit that type of farming. Agroecological, diverse farms need short supply chains at scale. And we have created barriers to that happening over the last 50 years. As a result of this shift that we've made, we now need to demolish those barriers and allow this farming system to thrive by reaching customers along short supply chains that want that food. And so that's how short supply chains and agroecological production go hand in hand. You need both. Also in den letzten, das ist eine lange Antwort.
Also in den letzten 50 Jahren ging der Trend in Europa zumindest dahin, dass die Produktion intensiviert wurde, aufgrund des Bevölkerungswachstums, damit einhergehend eher Monokulturen, große Betriebe und lange Lieferketten, da diese solche großen Systeme am besten unterstützen. Und genau, das Ziel war leider, möglichst breit und möglichst weit die Produkte zu vertreiben. Wenn wir das jetzt umkehren und sagen, ökologische Betriebe mit mehr Diversität, mit mehreren verschiedenen Aktivitäten und mehr Biodiversität, wenn wir die haben, dann oder wenn wir die wollen, dann sind lange Lieferketten für diese Betriebe nicht besonders vorteilhaft. Und das ist auch, weil die kurze Lieferketten benötigen. Und das ist auch der Grund, warum diese kleinen Betriebe verschwinden, weil die langen Lieferketten, die wir begünstigt haben über die vielen Jahrzehnte, die unterstützen diese kleinen Betriebe nicht. Das heißt, wir haben Barrieren geschaffen, und die das verhindern, dass die kleinen Betriebe überleben können. Und wir müssen diese Barrieren wieder abbauen, damit die kleinen Produzentinnen überleben können, die eben zumindest von ökologischen Gesichtspunkten her einen Mehrwert haben. Und genau, die kleinen Betriebe brauchen eine kurze Lieferkette, um die Kunden zu erreichen, die diese Produkte auch wollen, die es ja mehr und mehr gibt. Ja, okay. Steffen, du bist fleißig noch am Sortieren? Oder Nee, ich bin schon, da wir zeitlich am Ende sind. Danke. Du beantwortest. Ich beantworte direkt Fragen und Kontakte aufzunehmen. Super. Genau. Wir nehmen sowieso die Fragen aus dem Chat ja auch noch mit. Wir wollen nämlich die Fragen auch sammeln. Das ist ja Teil einer Prüfung in dem Sinne dieses Systems. Ich wollte noch einmal eine Sache ergänzen, und zwar die Tatsache, dass DP Food ist im Grunde erstmal nur eine Netzwerkagentur, wenn man das so möchte. Wir sind diejenigen, die halt einfach die Kontakte herstellen. Das natürlich arbeitet Rich für das Unternehmen, was eben eine Software zur Verfügung stellt. Das ist das Agile Chain, beziehungsweise über Delivery Markets ist das Unternehmen. Aber die Food, und dafür ist er jetzt gerade als Repräsentant hier, ist einfach ein Netzwerkanliegen, um über diese Systeme zu sprechen. Genau. Das wollte ich noch ergänzen. Gut. Ansonsten, ich glaube, Leonie ist jetzt auch sehr müde wahrscheinlich. 3 Stunden übersetzt. Wir klatschen einfach das Mikrofon. Noch ganz kurz. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt 2 Veranstaltungen schon fertig. Ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Morgen gehen wir in 2 weitere Veranstaltungen, zum einen mit der Beschaffung und Einkauf bzw. Catering-Unternehmen und danach mit der Politik und Verwaltung, weil wir gerade gehört haben, es ist einfach super wichtig, dass da einfach jetzt bin ich auch im Englischen, das Incentive gesetzt wird, dass wir nachhaltige Wertschöpfungsketten generieren können für unsere Region. Ich habe auch ein paar Fragen noch mitgelesen, das war super spannend. Es ging auch irgendwie um andere Systeme noch, die das eigentlich schon ähnlich machen. Ich bin darauf auch super gespannt. Und genau, schließe an der Stelle noch mit der Bitte, wer gerne bei der Auswertung unserer Prüfung mitmachen möchte, kann uns über Bezirksdialog@domäne-dahlem schreiben. Steffen, hast du auch schon. Super, doppelt gemoppelt, hält besser. Guck mal, wie du das gleich gesetzt. Und an der Stelle verabschiede ich mich dann von allen hier im Raum, und hier im Raum sprechen wir bestimmt gleich noch weiter, aber im Zoom-Raum vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und einen wunderschönen Abend noch und wahrscheinlich auch guten Appetit. Es gibt bestimmt gleich ein Abendessen oder auch ein Ergebnis. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke.